Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen. Und ihr seht, wir machen heute ausnahmsweise mal kein Waffenreview. Gott sei Dank, bisschen Abwechslung. Wir schauen uns heute seit langem mal wieder eine Optik an. So, ihr seht es auf dem Tisch, es ist ein LPVO und das Ganze kommt aus dem Hause Vector Optics. Beziehungsweise es steht zwar Vict Optics einmal drauf, ist aber letztendlich eine Tochterfirma oder Tochterunternehmen, kommt aber letztendlich aus der gleichen Fabrik einmal raus. Denn hier hat sich Vector Optics ein kleines bisschen aufgesplittet, bedeutet Vector Optics produziert jetzt letztendlich nur noch die etwas teureren, hochwertigeren Optiken, gerade für den Scharfwaffenbereich, und eben die Tochterfirma Vict Optics fertigt dann eher die etwas günstigeren Einsteigermodelle, gerade Airsoft-Bereich, RAM-Waffen oder Kleinkaliber zum Beispiel. Hierfür sind eben die etwas günstigeren perfekt einmal geeignet. Soll aber nicht bedeuten, dass es einfach Ramsch ist irgendwie, so 50 Euro Scopes, sondern die sind auch schon ein bisschen teurer wie die ein oder anderen China-Optiken. So, und hier haben wir wie gesagt ein LPVO, das ist ein Vict Optics S6 1 bis 6x24 wie nennt sich das Ding jetzt? OPSL22. So, und das Ganze bekommt ihr eben zum Beispiel bei AliExpress direkt bei Vector Optics im Shop einmal drin. Und jetzt nicht irgendwie abschrecken lassen, ja, ihr müsst das Ding in China kaufen. Nein, Vector Optics hat nämlich auch ein Lager einmal in Polen und verschickt von da kostenfrei mit UPS. Bedeutet, wenn ihr dann bei AliExpress einmal auswählt, oben Lager zum Beispiel PL, also Polen, dann habt ihr das Ding kostenfrei mit UPS innerhalb von 3 bis 4 Tagen bei euch zu Hause. Das finde ich eben schön, man muss keine 5, 6 Wochen auf das Ding warten, man muss nicht irgendwie vielleicht mal zum Zoll rennen oder irgendwie nochmal nachbezahlen, sondern das Ding kommt einmal direkt aus Europa bzw. aus Polen, das finde ich gut. So, ebenfalls seht ihr vielleicht oben im Eck einmal stehen Werbung, denn natürlich habe ich diese Optik einmal kostenfrei von Vector Optics einmal erhalten, werde ich es mir aber natürlich auch nicht nehmen lassen, heute auch wieder ein paar positive und natürlich aber auch negative Punkte einmal anzusprechen. Denn ich bin nicht da, um euch irgendwas zu verkaufen, sondern ich bin da, dass ich euch das Produkt zeige und dann müsst ihr entscheiden, ist es gut oder ist es nicht gut. Wie gesagt, ich muss aber dennoch oben Werbung einblenden, denn ich wurde auch darum gebeten, das Produkt unten in der Videobeschreibung einmal zu verlinken. Und das mache ich natürlich einmal als Gegenleistung letztendlich. Also Leute, schauen wir uns das Ding einmal an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So Leute, legen wir los. Ich würde sagen, wir machen erstmal so eine kleine Übersicht von diesem LPVO, die unterschiedlichen Versionen und natürlich auch der Lieferumfang, was ihr pro Version einmal erhaltet. Ich drehe es euch erstmal vielleicht ein bisschen ins Licht rein, damit ihr euch zunächst mal die Qualität ein bisschen anschauen könnt. Gerade eben die feinen Laserungen, auch auf den Türmen oben drauf, haben sie unheimlich schön und sauber einmal umgesetzt. Also hier keine Schnitze oder sowas drin, wirkt also schon mal sehr, sehr hochwertig das Ganze. So, und jetzt eben der Unterschied der Versionen und entsprechend auch der Preisunterschied. Wenn ihr jetzt mal bei AliExpress direkt bei Vector Optics in den Shop reinschaut, werdet ihr unterschiedliche Versionen finden und 2 unterschiedliche Farben. Zunächst einmal die standard schwarze Version, wie ich jetzt einmal fürs Video bekommen habe, und dann ebenfalls noch so eine Mischung aus einem FDE und einem Bronzeton. Kennt ihr zum Beispiel auch von der Ares AR308, da war der gleiche Farbton vom LPVO einmal direkt bei Lieferung enthalten. Da könnt ihr es euch ein bisschen anschauen, falls ihr es in einem Video sehen möchtet. Ansonsten, wie gesagt, schaut mal in den Shop rein, ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. So, und dann geht das Ganze eben los in der standard schwarzen Version für 161 €. Und hier habt ihr immer enthalten, also egal welche Version ihr euch jetzt kauft, ihr habt natürlich immer enthalten einmal euer LPVO. Dann sind enthalten 2 optionale Flip-Ups, die ihr eben montieren könnt, wenn ihr wollt oder eben nicht. Einmal hinten fürs Okular, einmal eben vorne drauf. Hier kann man vielleicht noch ganz kurz ansprechen, die gehen vom Winkel her relativ weit auf. Bedeutet, die gehen nicht einfach nur so 180 Grad und dann nehmen sie einen Haufen Sicht weg oder so, sondern die klappen relativ stark ein und haben dann oder sind dann letztendlich von der Höhe mit dem Turm ziemlich gleich. Also verdecken euch nicht zu viel Sicht. Also hier auf jeden Fall 2 Flip-Ups. Geh runter. 2 Flip-Ups einmal im Lieferumfang so oder so immer enthalten.
Was ebenfalls immer dabei ist, ist so ein kleiner optionaler Hebel, den ihr eben einmal am Vergrößerungsstellring hier seitlich einmal einschrauben könnt. Bedeutet, wenn ihr jetzt nicht unbedingt immer so drehen wollt, könnt ihr das Ganze eben hier einmal reinschrauben beim Gewinde und könnt quasi die Vergrößerung dann stufenfrei einmal über diesen etwas erweiterten Hebel hier einmal fein und sauber stufenfrei einmal einstellen. Und wie gesagt, dieser ist ebenfalls immer Bestandteil des Lieferumfangs. So, und jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Unterschied, was ihr beachten solltet bei der günstigen Version, oder was heißt bei der günstigen, bei der normalen Version für 161 € habt ihr standardmäßig 2 Montageringe enthalten, natürlich 30 mm Mittelrohr für 21 mm Picatinny-Schienen. So, das ist jetzt schon mal in Ordnung, es sind 2 Montageringe dabei, allerdings relativ flach das Ganze. Bedeutet von der Unterkante oder von der Oberkante Pickrail bis Anfang vom Durchmesser haben wir hier gerade einmal 11,5 mm. Und dadurch sitzt das ganze LPVO relativ flach auf der Pickrail einmal oben drauf. Ist eben auch wichtig, gerade auch wenn ihr eben hinten irgendwie Flip-Up-Side mit dran habt, irgendwie eine Kimme hinten zum Aufklappen. Je nachdem kommt ihr mit diesen Türmen dann eben nicht hinten einmal drüber. Und wie gesagt, ihr müsst die Waffe relativ weit hochziehen von der Visierlinie, damit ihr da sauber durchschauen könnt. Also die sind standardmäßig meiner Meinung nach leider mit 11,5 mm für diese Optik etwas zu niedrig. Also hier von der Höhe her. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen bei der anderen Version. Aber wie gesagt, die sind auch immer enthalten, egal welche Version ihr euch einmal kauft. Sind nicht QD, sondern standardmäßig eben zum Schrauben und eben aus Aluminium gefertigt. Und natürlich 5000 Inbus-Schlüssel bzw. Torx jetzt in diesem Fall ist natürlich ebenfalls immer enthalten. So, dann natürlich ein bisschen Papierkram und ein Mikrofasertuch muss auch immer dabei sein. Mikrofasertuch zum Reinigen habt ihr bei jeder Optik immer dabei und dann eben so eine ganz kurze Gebrauchsanweisung, das Ganze auf Englisch. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Herstellern oder zu sehr günstigen, wo teilweise gar nichts mehr drin ist, kann man sich das gerne mal, wenn man dem Englisch mächtig ist, gerne einmal durchlesen. Also hier gar nicht so verkehrt, so eine kleine knuffige Gebrauchsanweisung einmal auf Englisch ebenfalls enthalten. So, was jetzt bei mir noch drin war, und das weiß ich eben nicht, ob es immer dabei ist, das ist so ein kleiner Shutter, was man aus dem Casino einmal kennt von Vector Optics. Das ist recht witzig, denn darüber könnt ihr, wenn ihr euch nochmal eine Optik kauft von Vector, dann bekommt ihr hier bei der nächsten Bestellung 12% einmal Rabatt. Das finde ich ein richtig schönes, nettes Gimmick, dass so ein kleiner Shutter hier einmal enthalten ist. So, und jetzt kommen wir eben zum Unterschied. Jetzt haben wir gerade alles durchgesprochen, was bei der Version für 161 € in Schwarz enthalten ist. Wenn ihr jetzt eine bessere Montage haben wollt, dann müsst ihr bereits 199 € bezahlen. Aber dann habt ihr eine unheimlich brauchbare Aluminiummontage noch im Lieferumfang zusätzlich enthalten. Bedeutet, das wäre hier einmal diese. Auch hier das Ganze leider nur zum Schrauben, also kein QD-Lever-System, wie man es von anderen kennt, aber das ist eventuell auch dem Preis einmal geschuldet. Wobei man auch sagen muss, der Vergleich 161 € zu 199 €, das ist für die Montage dann schon fast ein kleines bisschen teuer, muss ich sagen. Also solche Montagen bekommt man teilweise für 20, 25 €, bekommt man diese auch einmal problemlos. Hier aber eben auch von der Höhe eben wichtig, wie ich es euch gerade schon gesagt habe, bei den normalen Montageringen seid ihr relativ tief. Hier habt ihr jetzt im Vergleich zu den Montageringen eine Höhe von 23,5 mm. Bedeutet, wenn ihr dann euer LPVO hier oben reinbaut, seid ihr schon mal deutlich höher wie mit den Standard-Montageringen. Also wenn ihr euch keine extra Montage irgendwo kaufen wollt, dann würde ich definitiv immer das Set eben mit dieser Montage einmal bestellen. Bekommt ihr irgendwo anders eine Standardmontage her, günstiger her mit 30 mm Mittelrohr, dann nehmt ihr auf jeden Fall die. Denn wie gesagt, so für so ein bisschen Aluminiummontage, knapp 40 € finde ich ein kleines bisschen zu teuer. So, und jetzt gibt es eben nochmal eine Möglichkeit, wenn ihr eben ein Paket für 209 € euch einmal kauft, da habt ihr dann ebenfalls nochmal so einen Erweiterungsring für den Vergrößerungsstellring enthalten. Bedeutet, es ist einfach so ein Erweiterungshebel hier, einfach so ein Ring, der wird letztendlich auch einfach nur hier hinten dann quasi einmal draufgeklemmt oder draufgespannt und dann habt ihr eben nochmal so einen sehr, sehr langen Lever oder sehr, sehr langen Hebel hier hinten für die Vergrößerung.
Hier vielleicht der kleine Vorteil im Vergleich zu diesem kleinen, was ihr eben hier noch mit anschrauben könnt. Den könnt ihr natürlich nur hier hinschrauben, wo einmal das Gewinde ist. Den hier könnt ihr euch frei belegen, wo ihr eben diesen Hebel hinhaben möchtet. Also ob dann jetzt auf der Seite irgendwie so hinhaben wollt oder ob dann oben hinhaben wollt, den könnt ihr eben hinklemmen oder festklemmen, je nachdem, wie es euch einmal beliebt. Ich finde das Ganze aber relativ unpraktisch, ehrlich gesagt, denn der ist einfach sehr, sehr lang, muss man sagen. Wie gesagt, wer möchte, kann den dran machen. Ansonsten, ich würde entweder komplett nackig lassen oder einfach diesen hier einmal verwenden. Denn das funktioniert, wie vorhin schon gesehen, das funktioniert tadellos. So, und jetzt eben nochmal der Punkt, warum gehe ich jetzt direkt zu AliExpress und schreibe direkt Vector Optics einmal an? Denn auch hier muss man wieder leider sagen, die Preisdifferenz direkt aus China bzw. aus der EU, aus Polen, aus dem Lager zu einem deutschen oder zu deutschen Shops ist leider gravierend. Bedeutet, wenn ihr euch das mal wenn ihr mal die Optik bei Google eingebt, dann bekommt ihr das auch in Deutschland natürlich. Dann bezahlt ihr aber für die FTE-Version 220 €. Und das sind 48 € mehr, wie direkt bei AliExpress, wie direkt eben bei Vector Optics. Und das Ganze eben direkt aus Polen, aus dem europäischen Zwischenlager und wird kostenfrei per UPS verschickt. Also da ist man einfach, wie gesagt, da spart ihr euch einfach 48 bis mit Versand vielleicht 55 €. Dementsprechend, wie gesagt, immer lieber Preise vergleichen und gerne mal direkt einmal in China gucken, was das Zeug da kostet. So, das soll es schon einmal gewesen sein zum Thema Preis und Versionen. Dann lasst uns anschließend ebenfalls kurz das Technische ein bisschen durchsprechen. Zunächst einmal die Gesamtlänge von dem LPVO. Ohne montierte Flip-Ups liegen wir hier bei 250 mm. Wir haben den Objektivdurchmesser von 24 mm und das Okular hinten mit einem Durchmesser von 36 mm. Das Gewicht ohne Montage, ohne Montageringe haben wir 421 Gramm und so wie es jetzt hier einmal präsentiert ist, erreichen wir insgesamt 600 Gramm. Also mit dem erweiterten Hebel und ebenfalls mit dieser etwas teuren Montagevorrichtung. Dann beschichtete oder mehrfach beschichtete Linsen und natürlich das Ganze ebenfalls nitrogen gefüllt. Bedeutet, es kann euch von innen nicht irgendwie beschlagen, wenn ihr einen sehr starken eine starke Temperaturschwankung einmal habt. Wie gesagt, kann nicht irgendwie beschlagen oder anlaufen. Dann ist ebenfalls die gesamte Optik IPX4 spritzwassergeschützt. Also nicht wasserdicht oder sowas, aber wenn da mal ein bisschen Regen drauf kommt oder wie gesagt mal Wasser drauf spritzt oder Feuchtigkeit, Nebel, macht dem Ding natürlich absolut gar nichts. So, Parallaxe-Einstellung bei 100 Yards, was ungefähr 91 Meter sind. Und wir können hinten unseren Diopter bzw. unseren Dioptrienausgleich von +2 bis -2 einmal schön fein einmal justieren. So, ein weiterer Punkt, wenn wir uns das Ding mal vom Schützen aus auf der linken Seite betrachten, dann findet ihr hier einmal die Einstellung für euer beleuchtetes Absehen. Bedeutet, ihr könnt das Absehen entweder in grün oder in rot einmal beleuchten. Hierfür wird eine CR2032 Knopfzelle einmal benötigt. So eine handelsübliche 2032 bekommt ihr eigentlich überall hinterhergeworfen. So, und dann stehen euch eben hier an der Seite pro Farbe jeweils 5 Helligkeitseinstellungen einmal zur Verfügung. Schauen wir uns nun die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten noch ein kleines bisschen mehr im Detail an. Zunächst mal hinten, wie gerade schon angesprochen, einmal Diopter bzw. Dioptrienausgleich von +2 bis -2 einmal einstellbar und das läuft ultra sauber. Bedeutet, ihr könnt hier mit einem sehr angenehmen Widerstand komplett stufenfrei und ohne Kratzen, ohne Haken richtig schön einmal den Diopter entsprechend auf euer Auge einmal justieren. Und wie gesagt, die Optiken sind letztendlich auch für Scharfwaffen ausgelegt. Bedeutet, wenn ihr da einmal eure Einstellung habt, könnt ihr das Ding auch problemlos auf einer GBB oder sowas montieren. Hier verstellt sich entsprechend nichts im Airsoft-Bereich. Wie das bei einer Scharfwaffe aussieht, das kann ich euch nicht sagen und sowas interessiert mich auch nicht. Aber hier, wie gesagt, richtig schön sauber einmal zum Einstellen. Und das habt ihr vorhin auch schon gesehen, ebenfalls Vergrößerungsstellring läuft letztendlich genauso sauber und smooth. Bedeutet hier komplett stufenfrei, ultra smooth. Ihr könnt das sehr, sehr fein die Vergrößerung letztendlich einmal einstellen, je nachdem, wie ihr es benötigt. Und die Vergrößerung eben von einfach, also keine Vergrößerung letztendlich,
Finde ich immer geil, denn ihr könnt natürlich auch problemlos das LPVO montieren, auf Vergrößerung einfach lassen und könnt auch problemlos mit 2 Augen offen spielen. Wie gesagt, ist dann letztendlich wie ein Rotpunkt. Und wer ein bisschen geübt ist, kann das Ganze sogar noch bis 2-fach oder teilweise sogar bis 3-fach ebenfalls machen. Kommt ein bisschen drauf an, wie oft man sowas nutzt. Das Auge kann sich darauf konzentrieren. Bedeutet auch, ist es teilweise möglich, mit der 2-fach-Vergrößerung beide Augen offen zu haben und dann konzentriert man sich eben nur zum Beispiel aufs rechte Auge. Wie gesagt, je nachdem, wie eure Augen funktionieren oder je nachdem, wie oft ihr eben sowas schon mal verwendet habt. Aber auf jeden Fall geil, einfache Vergrößerung, wie bei den meisten LPVOs. Wunderschön, beide Augen offen, wie ein Rotpunkt, gestochen, scharf alles. So wünscht man sich das, würde ich sagen. So, dann eben die Türme. Hier standardmäßig das Locking-System, bedeutet Windage und Elevation ganz normal oder horizontal und vertikal ganz normal einmal rausziehen, werden also über ein Klicksystem gelockt, wieder, ja, wie bei den meisten oder wie das eigentlich kennt. Und dann lässt sich das Ganze ultra fein über Klicks einmal justieren. So, und hier ist das Ganze angegeben in Mils, beziehungsweise ein Klick entspricht 1/5 Mil. Da musste ich mich jetzt auch erstmal schlau machen, was genau Mil ist. Das Ganze sind Milliradiant beziehungsweise mRad. So, 1/5 Mil entspricht ungefähr 0,011 Grad pro Klick. Bedeutet, wenn ihr einen Klick macht, verstellt sich das Ganze innen drin um 0,011 Grad. Und das wiederum entspricht ca. 1,9 cm auf 100 Meter. Also hier lässt sich das Ganze sehr, sehr fein einmal justieren. Und 100 Meter bei einer Airsoft, das könnt ihr natürlich vergessen. Ich würde das Ding oder ich schieße prinzipiell alle immer auf 50 Meter ein, mittelsauber aus auf 50 Meter und dann ist auch gut. Denn ihr wisst selber, Airsoft und Präzisionsschießen, ja, das sei mal dahingestellt, das funktioniert halt leider nicht so gut. Aber wie gesagt, hier lassen sich die Türme wunderbar und sauber einmal justieren und laufen ultra smooth. Also auch hier keinerlei Haken drin und das Klicksystem unheimlich definiert. So ein richtig schönes Arretieren, wie man sich das wünscht. Vom Ausrichten bzw. vom Mittelpunkt her, ihr könnt jeden Turm insgesamt um 400 Klicks verstellen. Bedeutet, die exakte Mitte, horizontal und vertikal, liegt jeweils bei 200 Klicks. Und ihr habt natürlich von der Trennung her, von der Skala, eine komplette Umdrehung entspricht 60 Klicks. Und wie gesagt, bei 200 seid ihr 200 hier seid ihr exakt mittig. Wie ihr so eine Optik perfekt einmal ausrichtet und einstellt, wenn ihr jetzt Einsteiger seid, da werde ich euch die Tage nochmal ein separates Video dazu machen. Vielleicht noch ein kleiner Punkt vom Augenabstand. Da fand ich es jetzt am besten bei einem Augenabstand von ca. 80 mm. Also quasi Auge zum Okular 80 mm circa hat am besten funktioniert, egal ob jetzt einfach oder eben volle Knelle einmal auf 6-fach hoch. Wie gesagt, dann müsst ihr euch auch immer ein bisschen rantasten, was für euch am besten ist oder wie es mit eurem Auge am besten funktioniert. Wie gesagt, ich bin ca. 80 mm, bin ich einmal mit dem Auge vom Okular einmal entfernt. So, dann können wir uns eben noch auf der Seite mal das Batteriefach anschauen, wie gerade schon angesprochen bei der technischen Seite. Hier ganz normal, einmal wie man es kennt, einmal aufschrauben und dann habt ihr hier im inneren Bereich eben Standard CR2032 Knopfzelle. Und dann könnt ihr natürlich wie üblich überdrehen. Übrigens, da ist auch ein O-Ring drin, dass halt kein Wasser eindringen kann. Und dann könnt ihr hier eben standardmäßig überdrehen, die gewünschte Farbe und eben auch die gewünschte Helligkeit einmal einstellen. Zum Thema Helligkeit werde ich später noch ein kleines bisschen mehr sagen, denn ich persönlich, gut, ich bin meistens wegen was günstigeres gewohnt, aber ich persönlich fand die Helligkeit nicht ganz perfekt, beziehungsweise es ist ausreichend, auch für ein Waldstück zum Beispiel oder wenn es mal ein bisschen bewölkt ist, ein bisschen in die Dämmerung reingeht, es ist ausreichend, es könnte aber für meinen Geschmack nochmal 1 bis 2 Stufen heller sein. Wie gesagt, das zeige ich euch dann gleich einmal bei den Aufnahmen von dem Absehen und allem. Okay Leute, dann würde ich sagen, ich habe für euch wunderschöne Aufnahmen gemacht, mal mit der Kamera durch das Ding durchgelinst und die würde ich sagen, die sprechen wir jetzt mal durch, beziehungsweise schauen wir sie uns einmal an.
Also schauen wir uns die Aufnahme mal an. Ihr wisst, so ein Zielfernrohr oder so ein LPVO mit der Kamera einzufangen, gerade von der Schärfentiefe, von der Belichtungszeit, ist nicht immer ganz einfach, aber ich denke, ich habe es wirklich sehr, sehr gut einmal getroffen. Wenn ihr hier mal ranschaut, ist das Wichtigste oder einen sehr, sehr guten Punkt, finde ich zunächst einmal, dass das Absehen gestochen scharf ist. Also sehr, sehr fein. Die Gläser sind geätzt, also das Absehen ist einmal geätzt und es ist einfach ultra scharf, auch vom Kontrastwert. Es ist egal, in welcher Einstellung, ob ihr jetzt einfach oder sechsfache Vergrößerung wählt, das Absehen bleibt komplett scharf. Auch wenn wir die Beleuchtung dazu schalten, egal jetzt oder grün oder rot, seht ihr ebenfalls, dass auch die Beleuchtung zunächst einmal sehr, sehr gut ist. Bedeutet, es wird wirklich nur der mittlere Bereich des Absehens einmal beleuchtet. Ihr habt also absolut kein Reinstrahlen vom Rand her, kein grünes Licht irgendwie, keine LED sichtbar, sondern es ist wirklich nur einmal exakt in der Mitte sauber und scharf beleuchtet. Und das hat man eben so bei etwas günstigeren LPVOs nicht. Die überstrahlen teilweise oder ihr habt eben gerade an den Rändern ein bisschen so Lichteinfall oder seht einfach die grüne LED zum Beispiel. Was man ebenfalls noch sehr positiv ansprechen muss, natürlich komplett neutrale Farbwiedergabe. Könnt ihr sehen, absolut null Unterschied. Es dunkelt ebenfalls absolut null ab. Es ist glasklar und auch die Randschärfe kann sich für die 160 € oder 200 €, wenn ihr die Montage noch mitnehmt, definitiv einmal sehen lassen. Also gerade im Airsoft-Bereich, denke ich mal, ist das mehr als ausreichend. Dann, was ebenfalls sehr positiv ist, das Bewegungsspiel hinter der Optik. Ihr kennt es ja gerade bei Zielfernrohren, je weiter ihr hinzoomt, desto gravierender wird es, dass ihr wirklich kerzengerade durch das Ding durchschauen müsst. Und hier funktioniert dieses LPVO, sage ich mal, bis vierfach wirklich hervorragend. Wenn ihr da mal mit dem Kopf oder mit der Waffe mal ein bisschen Zentimeter links, hoch, runter, absolut gar kein Problem. Es bleibt immer noch sauber und scharf. Nur ab fünffach bis sechsfach Vergrößerung müsst ihr das schon wirklich sehr, sehr gerade halten. Ansonsten verschwimmt euch umgehend oder dunkelt euch das Bild umgehend einmal ab. Und wie gesagt, je höher ihr vergrößert, desto schlimmer wird das. Wenn ihr jetzt aber nur vierfach verwendet, ist es wirklich hervorragend. Und natürlich gerade bei keiner Vergrößerung ist es wie ein Rotpunkt. Ihr könnt da hinten mit dem Kopf links, rechts 3-4 cm hoch total krumm reinschauen. Es bleibt dennoch komplett einmal sauber und scharf. Also es dunkelt absolut null ab, gerade eben auch an den Rändern. Also hier können wir nicht schimpfen, auch das Absehen an sich finde ich sehr, sehr schön. Ob man jetzt diese ganzen Punkte unten von Airsoft-Bereich braucht zum Abstand messen, das sei mal dahingestellt. Also mir wäre von mir aus ein roter Punkt einfach nur in der Mitte, wäre für mich ausreichend gewesen. Aber wer sich da ein bisschen reinfuchst und eben auch darüber eben die Entfernung einschätzen kann, der hat natürlich auch entsprechend gewisse Vorteile. Gut Leute, ich glaube, ich konnte das Ganze absehen und im Allgemeinen die Qualität von diesem LPVO recht gut mit der Kamera einmal einfangen und ihr konntet euch jetzt selbst ein Bild darüber machen, wie gut einmal diese Optik ist. Also ich finde gerade im Vergleich zu anderen, gerade auch natürlich im Direktvergleich zu meinem doch etwas teureren Vortex Crossfire 2, finde ich das hier sogar noch ein kleines bisschen besser, da es von der Farbgebung her noch oder von der Schärfe noch ein kleines bisschen schöner ist. Und was mir ganz besonders gefällt, ist eben auch der Aufbau. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier hinten eben diese Flip-Ups nicht verbaut, habt ihr gesehen, der Rahmen außenrum wirkt einfach sehr schlank. Also ihr habt da nicht so einen fetten Rand einmal außenrum wie bei anderen LPVOs. Das ist bei dem schon wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Dementsprechend, wie gesagt, ich bin sehr, sehr angetan von dem Teil. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie ihr das Ding einmal beziehungsweise nicht ausrichtet, sondern wie ihr den Zero einmal einstellt. Jetzt habe ich euch vorhin schon mal gesagt, ihr könnt natürlich Elevation und Windage, also die Höhenverstellung und die Seitenverstellung, habt ihr insgesamt 400 Klicks oder 420 Klicks im oberen Turm und 400 Klicks am seitlichen Turm. Bedeutet, der Mittelpunkt ist bei 200 Klicks. Das habe ich euch vorhin schon mal gesagt. Und jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit, ihr schießt das Ding einmal ein, bedeutet, ihr richtet das Ganze aus auf den Mittelpunkt von eurem Streukreis. Und wie gesagt, nicht vergessen, wir sind hier im Airsoft-Bereich. Ihr habt immer einen Streukreis. Dementsprechend immer, sag ich mal, 20 Schuss auf eine Scheibe auf 50 Meter und dann immer rantasten und eben euren Mittelpunkt danach zum Mittelpunkt vom Streukreis einmal zentrieren bzw. ausrichten. So, und dann habt ihr hier natürlich an euren Türmen irgendwann eine gewisse Einstellung, mit der ihr dann zufrieden seid, wo ihr sagt, ja, das passt für meine Waffe jetzt einmal perfekt.
So, und jetzt könnt ihr eben auch hergehen und könnt das Ganze auf 0 stellen. Bedeutet, ihr könnt beide Türme, einmal hier seitlich mit einem großen Schlitzschraubendreher oder mit einem Centstück, könnt ihr das Ganze einmal aufschrauben. Dann nehmt ihr diese Abdeckung hier einmal ab, zieht den Turm ab und jetzt könnt ihr eben, wenn ihr eure Einstellung getroffen habt, jetzt könnt ihr das Ganze eben hier einmal auf 0 stellen. Und dann habt ihr immer direkt für eure Knifte den Nullpunkt. So, jetzt muss ich bloß den Punkt sehen. Der ist einmal hier. So, zack. Seht ihr? Und dann habt ihr hier letztendlich einmal sauber euren Nullpunkt eingestellt. Bedeutet, ihr könnt jetzt problemlos 30 Klicks in die eine Richtung und 30 Klicks in die andere Richtung und könnt dennoch wieder sehr, sehr schnell auf den Nullpunkt einmal zurückwechseln. Und das geht eben bei beiden Türmen. Wie gesagt, so könnt ihr das Ganze richtig schön einmal für eure Knifte entsprechend ausrichten. Und wie gesagt, habt ihr dann mal irgendwie andere BBs drin oder ihr dreht mal am Hopperbrädchen ein kleines bisschen, könnt ihr ganz schnell eben sagen, okay, oh, ich habe vielleicht ein bisschen jetzt Überhopp drin, ist aber in Ordnung. Dann gebe ich halt hier oben vielleicht noch ein kleines bisschen, nochmal 2, 3 Klicks dazu. Und wie gesagt, wenn der dann sagt, ja, jetzt spiele ich wieder eine Grammatur niedriger oder sowas, bekomme nicht ganz so viel Hop oder so drauf, dann könnt ihr einfach wieder diese 3 Klicks zurück oder könnt eben wieder direkt auf euren Nullpunkt gehen. Und so könnt ihr das Ganze wunderbar und sauber einmal einstellen. Gut Leute, dann sind wir durch. Ich denke, ich habe alle relevanten Punkte euch so gut wie möglich einmal angesprochen. Aber auch heute wieder der eine Punkt, ich bin kein Fachmann, was Optiken angeht. Da wird euch wahrscheinlich irgendein Sportschütze oder ein Jäger, der das einfach vielleicht beruflich macht oder sich einfach deutlich mehr damit auskennt, wird euch wahrscheinlich deutlich genauer oder präziser diese Punkte einmal erklären können. Wie gesagt, ich bin Airsoftler, ich bin kein Jäger oder sowas, dementsprechend fehlen vielleicht gewisse Informationen, die ihr aber gerne einmal korrigieren und nachreichen dürft, natürlich unten einmal im Kommentarfeld. Wie gesagt, auch ich lerne da dazu, wenn ihr irgendwas verbessern möchtet oder sowas, jederzeit, wie gesagt, einmal Kommentarfeld nutzen. Dennoch, wie gesagt, die Aufnahmen sind schön geworden. Ich denke, ich konnte alles so gut und sauber einmal einfangen, konnte euch alles ein kleines bisschen erklären. Und abschließend muss man sagen, dass das LPVO für 161 € bei AliExpress oder jetzt im Nachhinein sogar noch rausgefunden, direkt in Europa, direkt in Deutschland bei vectoroptics.de, leider zurzeit nicht verfügbar, aber da bekommt das sogar für 151 €, also nochmal 10 € günstiger. Und hier muss man sagen, hier ist das LPVO vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut, muss man sagen. Was ich nicht so gut finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das habe ich vorhin schon angesprochen, das ist die Montagevorrichtung aus Aluminium. Die ist mit 40 € ungefähr, ist die zu teuer. Also da bekommt man die gleiche Montage, bekommt man bei AliExpress irgendwo bei 20, 25 € oder sowas. Dementsprechend, wie gesagt, einfach mal vergleichen und wenn ihr irgendwo in einem Shop, sage ich mal, so eine Montage findet, wenn ihr irgendwas bestellen müsst, irgendwie Ersatzteile oder so, dann nehmt doch mal so eine Montage mit für 20, 25 und dann kauft ihr euch einfach die Optik selber ohne Montage. Dann spart ihr, wie gesagt, ein kleines bisschen Geld. Wie gesagt, der Preis für die Optik selbst, 151 oder 161 € finde ich vollkommen in Ordnung, aber die Montage ist ein kleines bisschen zu teuer, das geht auch einmal günstiger. Ansonsten, wie gesagt, lässt sich sauber einstellen, alles läuft problemlos, die Optik schön zum Einstellen, schön groß, schön scharf alles. Das Absehen selbst, muss man sagen, finde ich auch sehr angenehm, also ich komme gut damit klar. Nur die Beleuchtung könnte für meinen Geschmack ein kleines bisschen heller sein. Wenn man jetzt irgendwo in den Wald reinschaut, da ist es gerade noch in Ordnung. Also je dunkler, desto besser natürlich und da braucht es auch. Aber wenn es jetzt gerade so zur Abenddämmerung zugeht und halt leicht bewölkt ist oder so, da könnte das Ganze, wie gesagt, für meinen Geschmack vielleicht noch 1 oder 2 Stufen etwas heller sein. Gerade eben auch der rote Bereich, das ist dann wahrscheinlich mit dem Restlichtverstärker einmal sichtbar. Ansonsten nehmt ihr das so gut wie nicht wahr. Aber ansonsten auch schön von der Beleuchtung, wirklich nur der mittlere Punkt vom Absehen einmal beleuchtet. Ihr nehmt außenrum keine Strahlung wahr irgendwie im Ring selbst, also es strahlt nichts von außen irgendwie grün rein, wie es bei günstigeren Optiken einmal der Fall ist. Also das ist von der Qualität schon wirklich gut umgesetzt. Auch die Randschärfe habt ihr vielleicht in den Aufnahmen gesehen, nur geschätzt vielleicht die äußersten 2 mm fängt es an, ein kleines bisschen zu blurren, aber das haben die meisten. Und gerade auch im günstigeren Bereich habt ihr natürlich noch einen deutlich größeren, verschwommenen Bereich. Also das ist hier für ein Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut und kann auch problemlos mit meinem Vortex Crossfire 2 problemlos einmal mithalten. Ist vielleicht sogar noch ein kleines bisschen schärfer vom Absehen her. Und wie gesagt, da zahlt er halt 151 oder 161 € und fürs Vortex zahlt er aktuell 230, 250, je nachdem, wo er schaut. Also wie gesagt, wer ein LPVO sucht und eben jetzt das vielleicht gut findet, der kann hier problemlos einmal
zugreifen. So Leute, wie gesagt, möchtet ihr irgendwas ergänzen, dass ich vielleicht beim nächsten Optikvideo irgendwas ein bisschen korrigieren kann oder besser machen kann? Jederzeit einmal unten ein Kommentarfeld reinhauen. Habt ihr noch weitere Fragen zu dieser Optik? Auch dann Kommentarfeld nutzen. Hat es euch gefallen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mir immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.